Hey, ich bin die Ina vom Twitch-Kanal Blondie und Kleid. Ich gebe euch heute eine Roomtour und Roomtour ist damit wortwörtlich gemeint, denn ich wohne nur in einer 30 Quadratmeter Wohnung und ich werde euch heute mein Zimmer zeigen. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe mir diese Woche gedacht, dass ich eine kleine Roomtour machen will für euch. Und zwar ist Roomtour bei mir wortwörtlich gemeint, denn ich habe nur einen Raum. Weil 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung und so weiter. Seit den letzten Aufnahmen, die ihr gesehen habt, sind doch schon einige Fortschritte erzielt worden. Und es gab einige Höhen und Tiefen. Heute geht's mir wieder gut. Sonntag war total kacke. So, dazwischen ging irgendwo so. Und naja, auf jeden Fall habe ich gestern angefangen mit einem Kollegen die Regale anzuschrauben. Also da oben ist schon eins. Gardinenstange zeige ich euch gleich. Ist absolute Katastrophe geworden. Ja, und jetzt habe ich noch 2 Regale übrig und ich probiere das heute nochmal alleine. Habe ich Sonntag auch schon mal probiert. Hat nicht funktioniert. Hahaha. Von daher, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Und danach ein bisschen Feinschliff und dann gibt es eine kleine Roomtour für euch. Also, let's go! Also, was ich heute eigentlich vorhabe, ist dieses Regal hier anzubringen. Das kommt auch unters Hochbett. Davon habe ich ja noch ein zweites. Da war ja vorher auch quasi mein ganzes Setup-Zeugs dran und so. Das habt ihr wahrscheinlich im vorletzten Vlog gesehen. Und am liebsten will ich auch dieses Ding, das soll so ein Bücherregal werden. Ich glaube, das kriege ich alleine hin, weil da habe ich hier quasi nur diese Dinger hier. Kann die Dinger dann nachher da dran schrauben. Aber das hier alleine bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Weil dann glaube ich, wenn ich das hier alleine anbohre, das würde vielleicht noch irgendwie funktionieren. Und dann müsste ich ja das Zeug da draufheben und dann noch ins Holz reinbohren. Und da habe ich, glaube ich, niemanden, der gegendrückt oder das Ding festhält. Also das wird spannend, ich weiß noch nicht. Aber selbst wenn die Dinger vielleicht schon mal hängen, das wäre auch schon mal was. Wir gucken mal. Also fangen wir erstmal mit dem Einfachen an, nämlich mit dem. Oh mein Gott! Oh, es passt. Oh, ich liebe es, wenn es passt. Oh, Freude. Nach dem Desaster von gestern super. Wer ist zu faul, den Bit zu wechseln? Nimmt deswegen einen normalen. Oh. Na komm, du bist brav da drin, oder? So, das hat besser geklappt als gedacht. Jetzt habe ich hier das Ding. Ich habe auch erstmal beschlossen, das eine erstmal aufzuhängen, um dann zu gucken, wie das andere daneben aussieht. Habe ich hier noch die 2 Dinger, die kann ich jetzt da dran schrauben und dann ist er schon fertig. Und dann kann ich da gleich meinen ganzen Kleidscheiß dran machen. Ja. Ist ja auch viel einfacher so rum. Weil ich habe gerade so gute Laune, weil das funktioniert. Nach dem Gardinenstangen-Desaster gestern. Ach so, das soll nicht unfreundlich klingen, ne? Aber falls irgendwelche Leute es sich nicht nehmen lassen können, in die Kommentare sowas zu schreiben wie du hast aber das und das falsch gemacht. Ich bin nicht ihr. Bin froh, wenn das einigermaßen funktioniert und ich nicht das falsche Loch hier nehme. Und ich bin kein Profi. Von daher, nimm doch lieber die hier. Ja, Rigo, jetzt musst du wieder schnibbeln. Mann. Oh, ich habe schon wieder Hitzewallungen, ey. So sieht das schöner aus. Nice. Nummer 1 steht. Ja, das eine Ding steht und jetzt mache ich das zweite dann noch dran und dann pass mal auf, wie schnell das geht. Tada! Hat gut funktioniert. Die Löcher sind nicht ganz so schön geworden. Bisschen schief, aber funktioniert. Und jetzt noch, würde ich mal sagen, ein bisschen Stuff da dran, oder? Yay! Hat alles funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Ganze lässt hier meine Arbeitsecke jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen heimlicher aussehen. Ist schon ein bisschen spät jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Ich gucke jetzt noch einmal, ob ich das andere Regal dran bekomme alleine. Mal schauen. Und wir sehen uns dann morgen zur Roomtour wieder. Also, bis denn. So Leute, es ist ein neuer Tag und wie versprochen gebe ich jetzt euch heute die Roomtour. Und wir sind hier quasi gerade schon in meinem Wohnzimmer. Und damit fangen wir einfach mal an.
Jo, also das ist hier meine kleine Entspannungsarea. Das ist das Regal, was ich auch diese Woche noch mit meinem Kollegen zusammen angeschraubt habe. Und ja, da sind so ein paar Games drauf und ja, mein Fernseher, meine Playsee. Und von hier kann ich dann schön da sitzen, ein bisschen Fernsehen gucken, ein bisschen zocken. Was man in seiner Freizeit so tut. Klein, aber fein. An der Couch muss ich noch ein bisschen was machen. Irgendwie ist sie noch nicht ganz so cozy, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, da muss ich noch irgendwie was mal dran bauen oder so. Aber das passt schon erstmal so fürs Erste. Ja, und hier der Schrank, ne, den habt ihr auch schon gesehen. Da ist gerade ein bisschen Unordnung drin. Aber passt schon. Den liebe ich auf jeden Fall auch sehr, den Schrank. Der ist einfach richtig cool und hat sogar noch eine coole Funktion fürs Hochbett auf jeden Fall. Das ist nämlich quasi mein Nachttisch gleichzeitig, weil ich oben dann noch so ein paar Sachen dann draufstellen kann. Ich fühle mich hier auf jeden Fall schon sehr wohl in meinem Wohnzimmer und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter in den Arbeitsbereich. Das ist mein Arbeitsbereich, where all the magic happens and so on. Und ich hatte ja ursprünglich eigentlich mal vor, meinen Arbeitsbereich nicht unters Hochbett zu machen, sondern eigentlich sollte quasi das Wohnzimmer unters Hochbett. Aber irgendwie hatte ich mir das jetzt anders überlegt, weil die Palettencouch da im Wohnzimmer auch irgendwie so cool ans Fenster passte, wenn man dann auch noch so ein bisschen schön rausgucken kann und so. Und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, das hier drunter zu stellen und bin echt super happy damit, weil das irgendwie total gemütlich ist und auch jetzt noch mit den Organisierregalen da und so ist es echt mega cool geworden irgendwie, finde ich. Also das ganze Setup hier ist auf jeden Fall viel gemütlicher als vorher und irgendwie auch alles ein bisschen praktischer als vorher. Ja, deswegen eigentlich gar nicht schlecht, dass mir letzte Woche die Tischbeine geklaut wurden. Also richtig nice. Es ist auch noch nicht komplett fertig. Hier kommt noch so ein nicer Vorhang hin und da kann ich dann auch noch so meine ganzen Bügelperlenbilder und sowas dranhängen und da kommt noch so eine Lichterkette dran, dass man dann auch vom Stream aus einen schönen Hintergrund hat. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dieser Ecke hier und freue mich schon auf zahlreiche Arbeitsstunden, die auf jeden Fall kommen werden. Ich habe im Moment richtig Bock. Yay! Okay, bevor wir jetzt nach oben gehen in mein Schlafzimmer, würde ich euch noch einmal kurz mein Ankleidezimmer zeigen. Tada! Direkt vom unter dem Hochbett aus. Hier mein Ankleidezimmer. Da sollte eigentlich dieses Regal hin, von dem ich gestern noch sprach. Und da werde ich dann meine ganzen Harry Potter Bücher drauf tun. Dann sieht das, glaube ich, auch nochmal richtig cool aus. Also denkt euch da einfach ein Regal voller Harry Potter Bücher. So Leute, auf geht's in mein Schlafgemach. Hier chill ich abends jetzt immer mit meinem Frankie. Ist ja sonst niemand da. Aber das ist okay. Ja, tatsächlich bevorzuge ich diesen Ort mittlerweile irgendwie ein bisschen der Couch, weil die Couch gerade noch so ein bisschen ungemütlich ist. Und dann chill ich immer da vorne und so. Das ist ganz cool. Ich habe ja gerade von diesem Schrank erzählt und das ist quasi auch mein Nachttisch. Also ist gerade ganz praktisch. Da kann ich immer noch mal ein paar Sachen irgendwie drauflegen oder so. Ja, von daher ganz nice. Und das Bett ist noch nicht angebohrt, das muss ich noch machen. Und es ist aber trotzdem schon relativ stabil. Also ja, es wackelt noch so ein bisschen. Ihr seht das wahrscheinlich gerade. Aber ganz cool. Ja. Frankie and me it is. So Leute, was ich euch jetzt als letztes noch zeigen wollte. Ohne Scheiße, guckt euch mal diese Laufwege an einfach. Das ist viel zu geil. Das ist 15 Quadratmeter groß, dieses Zimmer. Und ich bin einfach sehr froh, wie ich das hier alles gestellt bekommen habe. Und ich habe hier echt viel Platz zum Laufen. Und das, obwohl es nur fucking 15 Quadratmeter sind. Ach ja. Da ist noch eine Umzugskiste. Die letzte. Habe ich natürlich vorher rausgeräumt. Ich Schelm. So, das war's auch schon mit meiner Roomtour, Leute. Weil so viel gibt's dann halt auch nicht zu sehen. Aber ich bin echt total zufrieden mit der Wohnung bis jetzt. Ich fühle mich hier richtig wohl und ja, ich glaube, das wird hier schon eine schöne Zeit werden. Und ich bin einfach echt überrascht, wie viel in 15 Quadratmeter Wohnfläche, also
reinpasst. Küche und so zeige ich euch vielleicht irgendwann nochmal später, weil die ist einfach noch gar nicht aufgebaut. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal eine Second Try Room Tour, weil so ein paar Sachen fehlen ja auch noch, wie Gardinen und sowas und das Regal und... Aber sonst, dafür, dass ich noch nicht mal, oder gerade fast 2 Wochen hier erst wohne, bin ich echt sehr zufrieden. So, an der Stelle beende ich dann jetzt auch das Video. Die Zeit ist nämlich heute ein bisschen knapp, weil ich fahre jetzt gleich nach Wolfsburg, Leute. Mein Zug geht ungefähr in einer Stunde oder so. Ich muss noch Sachen packen. Die werden jetzt gepackt und dann geht's los. Und das nächste Vlog kommt dann auch aus Wolfsburg. Ich werde ja da die liebe Sai besuchen. Also freut euch drauf und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss. So, Feierabend.